Wie hängt ihr eure Handtücher auf? Ganz klar, oder? Wahrscheinlich an den Haken oder an die Stange. Aber schaut mal, was ich hier richtig Geiles habe. Einen Magic Handtuchhalter. Bam, fertig. Wie funktioniert das Ganze? Ihr nehmt einfach ein handelsübliches Handtuch, zieht es ein bisschen lang, tut es da rein, lasst los und schon hängt das Handtuch. Um es rauszukriegen, hoch, raus und fertig. Also richtig geil. Habt ihr das gesehen? Ein Magic Handtuchhalter, richtig cool. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir bauen uns heute einen Magic Handtuchhalter. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. So richtig Magic ist der gar nicht, denn den Handtuchhalter kann man fertig im Internet auch aus schönem Holz kaufen. Aber warum 15 € pro Stück ausgeben, wenn wir uns das Ganze selber bauen können, für umsonst aus Restholz? Und das werden wir heute in diesem Video angehen. Schreibt es gleich mal unten in die Kommentare rein, ob ihr diesen Handtuchhalter schon gekannt habt oder vielleicht habt ihr ihn schon daheim. Dieses Prinzip, habe ich ja schon erwähnt, ist nichts Neues. Es gibt es ja auch für Japansägen, da kann man sich die Japansägen oder so richtig schöne Sägen, kann man sich dann einfach an die Wand reinhalten. Und dieses Prinzip, das bauen wir einfach nur für den Handtuchhalter. Und wir starten gleich mal rein ins Projekt. Ich hole euch mal her und zeige, was ich hier verwenden werde. Jetzt schauen wir uns den Handtuchhalter noch mal genauer an. Ich finde ihn richtig cool. Ist alles Restholz. Und wenn ich den jetzt mal zur Seite drehe und das Ganze mal bewege hier, schaut mal, was wir da haben. Wir haben da noch eine Murmel drin. Genau, und diese Murmel, die wird am Schluss dann das Handtuch einfach einklemmen durch das Eigengewicht. Gut, ihr könnt es verwenden, was ihr wollt an Holz. Wie gut, dass ich meine ganzen Holzreste nicht wegschmeiße. Ich habe da noch ein bisschen Eiche und alles mögliche an Holz hier einfach da. Gut, dass ich es aufhebe. Da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr wollt. Richtig cooles Holz. Und natürlich, was brauchen wir noch? Wir brauchen Murmeln. Das sind einfach ganz normale handelsübliche Murmeln, die wahrscheinlich noch jeder irgendwo daheim rumliegen hat. Beim Bau müssen wir natürlich trotzdem auf was achten und das werde ich euch in diesem Video sagen. Was ihr natürlich für eine Form wählt, das ist absolut egal. Das ist jetzt nur ein Beispiel, so gefällt es mir am besten eigentlich. Aber ihr könnt auch eine runde Form machen, ihr könnt es größer machen, ihr könnt es kleiner machen oder. Und das könnt ihr alles selber entscheiden. Wie gesagt, wir bauen jetzt einfach nochmal die Muster, bauen wir einfach nochmal 3 nach, dass ich davon 3 Stück habe. Fangen wir mit der Grundplatte an. Die hat 20 mm Stärke. Das solltet ihr dann auch machen, aber das verfahrt ihr gleich nachher. Wie gesagt, Leute, ihr könnt es bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch in anderen Formen bauen und vor allem in verschiedenen Größen bauen. Gut, wir bauen jetzt aber meine Variante einfach mal und ihr könnt es selber entscheiden. Meine Variante ist hier 70 mm breit und da habe ich jetzt mal 3 Felder angezeichnet, 70 mm. Und jetzt geht es nämlich da weiter und zwar geht es um diesen, wo die Murmel drin ist. Jetzt müsst ihr natürlich schauen, wie stark eure Murmel ist. Und zwar meine Murmel hat 18 mm und deshalb müssen wir diesen Schlitz natürlich auch ein bisschen breiter machen, damit sie nicht hängen bleibt. Also ich mache jetzt da, was, 18 mm, was habe ich das hier gemessen? Hoppala, Entschuldigung, meine Murmel hat 16 mm und wir machen den Schlitz, den habe ich jetzt gemacht auf 17 mm, damit die Murmel einfach nochmal 1 mm Luft hat, dass sie hin und her wackeln kann. Und aus diesem Grund zeichnen wir uns jetzt hier mal die Linie an. Also das heißt, die Linie, diese 17 mm müssen da einfach in die Mitte rein. Das sind dann, bei mir sind es ja so circa 26. Und das zeichnet ihr euch jetzt einfach mal hier an und macht da einfach einmal einen Strich, denn das müssen wir nämlich nachher mit der Kapp- und Gärungssäge machen. So. Das macht sie jetzt bei allen 3. Angezeichnet haben wir es und jetzt, das muss dann am Schluss weg. Das könnt ihr euch mal anzeichnen, dass man es nicht falsch macht. Das muss dann mit der Kapp- und Gärungssäge weggemacht werden. Und darauf kommen wir jetzt gleich nochmal zum Sprechen, denn wir gehen nämlich rüber an die Säge. Ach ja, das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Bei mir ist so ein kleiner Schlitz hier oben drin. Das muss bei euch nicht sein. Ihr müsst dann theoretisch einfach die Säge ein bisschen weiter vorstellen. Also das heißt, das Ganze ein bisschen in die Mitte machen, ein bisschen größer machen, damit dieser Schnitt vom Sägeblatt hier einfach in der Mitte ist. Dann habt ihr diesen Schlitz nicht drin. Mich stört der aber nicht. Deshalb werde ich es auch wieder so machen wie dort. Ach, bevor wir rübergehen, erkläre ich es euch lieber hier nochmal. Und zwar seht ihr hier, ich habe hier Probeschnitte gemacht. Warum habe ich Probeschnitte gemacht? Ganz einfach. Wir wollen nicht, dass die Kugel am Schluss dann hängen bleibt. Es kommt ja, im Prinzip ist es ja so, es kommt ja dann praktisch so ein Stückchen noch da drüber. Der Abstandshalter praktisch, und da darf die Murmel nicht drunter passen. Also ihr seht, also hier passt sie schon drunter und könnte passieren, dass die Murmel einfach hier hängen bleibt. Deshalb wählt eure Tiefe vom Sägeblatt so, dass die Murmel einfach nicht
ja unter dieses Holzstück, unter diesen Abstandshalter geraten kann und hängen bleiben kann. Und das müsst ihr einfach von der Tiefe bei euch an der Säge einstellen. Gut, die Tiefe ist eingestellt von der Säge, könnt ihr ja einstellen an eurer Säge, denke ich mal auch. Und jetzt mit dem Loch, das meinte ich jetzt gerade vorhin. Ihr müsst jetzt, ich werde meine Säge jetzt so feststellen, dass die einfach immer so drin bleibt. Wenn ihr jetzt natürlich dieses Loch oben drin nicht haben wollt, was mir wirklich echt egal ist, dann müsst ihr einfach ein bisschen in die Mitte reinfahren und dort dann praktisch eure Säge festmachen. Aber ich denke mal, wir machen jetzt einfach mal diese 3 Schlitze und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Nochmal den Test dazu. Nein, den Test hättet ihr vorher machen müssen. Aber ich zeige es euch nochmal so. Hier Abstandshalter. Die Murmel kommt nicht unter den Abstandshalter und kann festklemmen. Aber natürlich zu weit oben ist auch nichts, weil sonst passt ja kein Handtuch rein. Also, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt fragt sich der ein oder andere, warum habe ich das jetzt am Stück gemacht? Ganz einfach wegen der Sicherheit, weil ich dieses Teil hier einfach nicht mehr halten will an der Kapp- und Gärungssäge. Und so ist es kein Problem, das zu lesen. Da war ich dann weit genug vom Sägeblatt weg. Also nur zur Info an euch, macht es auch so und sägt am Schluss erst die Größe zu. Und das werden wir jetzt auch machen, dieses Zusägen, 3 x 70 mm und die Länge sind 100 mm und das werden wir auch nochmal zusägen. Ich habe es nochmal hier einen Radius hingemacht. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, wie es euch am besten gefällt. Jetzt muss ich aber euch was ganz Wichtiges sagen. Es ist egal, bei welchem Modell, je nachdem, wie es ausschaut bei euch. So, das ist der Abstandshalter und dieser Abstandshalter ist bei mir 10 mm. Warum ist der exakt 10 mm? Dann müsst ihr mal einen Test machen. Und zwar, ich habe jetzt hier 10 mm meine Platte, wo ich dann nachher die Sachen raussägen werde. Jetzt legt ihr mal die Murmel einfach hier hin. Und jetzt muss ich das euch mal versuchen zu erklären. So, haltet ihr mal das Ganze hin und das wird am Schluss nachher das da oben werden. So, und jetzt ist es ganz wichtig. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen. So, ihr seht jetzt, dass die Murmel nicht raus kann. Es ist nämlich ganz wichtig, dass ihr das Ganze auf eure Höhe anpasst. Wie gesagt, bei mir 10 mm. Und das Wichtige ist, dass ihr da noch ein Handtuch natürlich zwischendurch kriegt. Das ist ganz logisch. Und dass die Murmel nicht raus kann. Also das heißt, ihr habt dann da euer Handtuch drin und ihr zieht es raus und ihr zieht dann mit dem Rausziehen des Handtuchs die Murmel raus. Und das darf auf jeden Fall nicht passieren. Deshalb macht doch bitte einen Versuch mit diesen 10 mm. Und schaut, dass die Murmel immer so in diesem Dreh, ich kann es euch hoffentlich genau zeigen, dass die Murmel maximal so weit raussteht, damit das Handtuch nicht die Murmel rauszieht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und macht definitiv den Versuch. So, jetzt machen wir weiter und zwar machen wir diesen Abstandshalter natürlich je nach Breite von eurem gewählten Stückchen hier. Und welche Tiefe mache ich hier? Das sind 30 mm, also sägen wir noch dann die 30 mm zu und ja, dann können wir gleich noch diese Sachen hier oben machen. Das könnt ihr natürlich auch wählen. Ihr könnt es auch nur bis da unten hin machen. Ich habe es ein bisschen drüber stehen lassen. Fällt mir persönlich besser. In dem Fall ist mein Stück hier ja circa 110 mm lang und die Breite haben wir hier 46, ich kann nicht mal lesen, 46 mm breit und das könnt ihr natürlich auch entscheiden. Und das werden wir jetzt auch noch mal machen.
Jetzt sind alle Teile richtig zugesägt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ich werde es nicht mit der Fräse, mit dem Abrundfräser machen. Ich werde es einfach per Hand machen und werde die Kanten noch ein bisschen brechen. Zu den coolen Schleifklotz gibt es auch ein Video dazu. Könnt ihr gerne mal schauen. Wie gesagt, ich werde das Ganze brechen und dann können wir schon zusammenleimen. Der Leim ist ein bisschen angezogen und jetzt können wir die zweite Schicht machen. Da machen wir jetzt einfach dieses Blättchen hier oben drauf. Und jetzt, Leute, vergesst ja nicht die Murmel. Weil sonst ist es zu spät, dann müsst ihr es wieder auseinanderreißen. Also in jedes eine Murmel rein und das Ganze dann nochmal hier festkleben und danach wird geölt. Meine Lieben, es ist vollbracht, das Öl ist eingezogen und sie sind fertig. Ich muss jetzt zugeben, die schauen richtig geil aus. Es ist mal was ganz anderes, Handtücher aufzuhängen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Würde mich echt drüber freuen und damit würdet ihr Gipfelholz unterstützen. So dunkle Sachen wie diese hier habe ich extra drin lassen, damit einfach dieses Holz einfach Charakter hat oder diese dunkle Stellen hier an der Eiche oben. Ich wollte es extra so machen. Ebenso hier auch bei dem Ast, der da noch mit drin ist im Holz. Das ist einfach nochmal Charakter vom Holz, was es einfach nochmal ausmacht und jedes Stück einfach individuell macht. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wie mache ich das Ganze an die Fliesen oder an die Wand ran? Leute, es gibt heute, in der heutigen Zeit gibt es richtig geile Klebebänder. Ihr müsst nichts bohren. Da gibt es richtig gute Klebebänder. Die sind genau für solche Sachen gedacht. Und das Ding, das hält dann bombenfest an der Wand. Also da braucht ihr keine Angst haben. Natürlich kann ich euch solche Klebebänder und natürlich auch mein Bioöl und alles, was ihr in der im Video gesehen habt, in der Videobeschreibung unten natürlich verlinken. Einen Tipp gebe ich euch noch. Schleift unten noch mal ein bisschen ab, falls ihr da ein bisschen Öl drauf bekommen habt, weil mit Öl funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut mit dem Klebeband. Also noch mal ganz kurz abschleifen, damit da kein Öl drauf ist, Klebeband drauf und ab an die Wand mit den Dingern und einen individuellen Handtuchhalter im Bad haben. Richtig geil. Ja, ich bin jetzt nicht in so einem mega geilen Bad, sondern nur in der Werkstatt, aber das ist doch jetzt egal. Leute, stellt euch mal das Teil vor an einer weißen Fliese. Richtig geil, schaut das doch mal mega aus. Und einfach Handtuch nehmen, bam, fertig. Aber ihr müsst natürlich erstmal ein bisschen begreifen, wie das Ganze funktioniert, um das Handtuch wieder rauszubekommen. Man muss am Anfang ein bisschen üben, 2-3 Mal, dann hat man schon verstanden, hoch, rüber und runterziehen, fertig. Weihnachten kommt, also verschenkt doch sowas oder baut ihn euch einfach selber für umsonst aus Restholz. Ich finde es eine richtig coole Idee. Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein Lohn von euch wäre ein Daumen nach oben, ein Kommentar von euch. Das kostet euch nichts. Abonniert den Kanal, dann würde ich mich auch noch drüber freuen. Unterstützt Gipfelholz dadurch. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch nichts mehr, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.